Es ist 17 Uhr. Ich habe mich trotzdem entschieden, jetzt in San Martin noch zu starten, die allererste Steigung heute Abend noch zu schaffen. Ging erstaunlich gut. Ich glaube, ich bin im Training, nachdem ich die Grenze von Argentinien überquert habe. Südamerika, über die Anden, kein Auto, Fahrrad, Anhänger und Kajak. Einmal abgestiegen, das war der Fehler. Jetzt wird erstmal geschoben. Und ganz mit dem Motto, es gibt immer einen Weg ans Ziel. So, nächster Tag an den 7 Seen. Jetzt geht es um 11 Uhr weiter und mal gucken, wie viele Kilometer ich heute schaffe. Ja, wie man hier und morgen noch Hals richtig durch. Ja, wie man hier sieht, hier fährt auch ordentlich eine Karawane an Autos die ganze Zeit durch. Es sind immer wieder so 10, 12, 15 Autos am Stück. Dann so eine Minute nichts und dann kommen wieder ganz viele auf einmal. Aber jetzt vor mir hier ist eine absolut super Aussicht. Wenn man sich das mal anschaut. Hier geht jetzt die Straße lang. Bin mal gespannt, was hinter diesem Hügel da hinten noch kommt. So, Achtung, hier kommt eine Kuh. Am Tag 8 ging es dann Richtung Via de Angostura bergauf und bergab. Die Strecke ist sehr schön und deswegen ist es auch eine sehr viel befahrene Strecke von vielen Fahrradfahrern, Motorradfahrern und leider auch Autofahrern. Es gibt viele Fahrradfahrer, die von Via de Angostura los starten. Es gibt viele Fahrradfahrer, die von San Martin los starten. Und es gibt natürlich auch einige Fahrradfahrer, die von Bariloche aus durchstarten. So, hier ging es jetzt schön im Berg bergab. Ich hoffe, die Kamera hat nicht zu viel gewackelt. Ich versuche das heute mal mit einem anderen Stativ. Ich muss auch immer wieder gucken, dass das Kajak zentriert ist, weil sobald das Kajak verrutschen würde, geht es in die Reifen und nimmt Schaden. So wie ganz am Anfang einmal. Und deswegen immer wieder checken, dass das Kajak auch schön zentriert auf dem Hänger liegt. Und jetzt geht's da weiter. Der Tourismus ist hier absolut verrückt. Hier fahren Karawanen und Autos durch. Dann wird sich hier kurz an See gestellt, ein Foto gemacht. Bin ich ja nicht so der Fan von so Outdoor-Tourismus, der so läuft. Aber muss man akzeptieren. Da sieht man auch, wie hier gefahren wird. Da liegt ein totes Pferd einfach am Straßenrand. Hier sieht man auch, der Wind weht auch komplett in meine Richtung. Heißt, ich fahre die ganze Zeit noch gegen den Wind. Wichtig an dem Tag war eine kleine Mittagspause und das Ganze natürlich auch noch mit dem besten Ballsport, den es gibt. So, hier an dem Campingplatz befindet sich ein direkter Zugang zu einem See.
Jetzt ist mitten am Tag, wenn ich jetzt quasi hier das ganze Zeug auspacke, um hier mit dem Kajak eine Runde zu drehen, dann ist auch Ende. Heißt, ich werde jetzt hier einfach weiterfahren. So, jetzt stehe ich hier mitten am Abhang. Die Bremsen sind absolut heiß gelaufen. Es ist zu steil. Entweder strampelt man übelst nach oben oder es geht halt nach unten und dann werden die Bremsen ans Limit gebracht. Aktuell warte ich jetzt erstmal so 1-2 Minütchen ab, damit das Ganze ein bisschen abkühlen kann, weil ich habe eben versucht es anzufassen. Es ist absolut bombenheiß. Heißt abwarten, keinen Tee trinken. Leider ist mir an dem Tag noch eine Speiche vom Anhänger gebrochen, weshalb ich nicht mehr bis zur nächsten Stadt radeln konnte. Auch konnte ich an diesem Tag eigentlich keinen freien Campingspot mehr finden, weil Karneval war und überall waren so viele Familien, dass es einfach keine Möglichkeit gab, irgendwo einen Campingspot zu finden. Ein Glück hat ein Auto dann angehalten und ist dann noch mal so ein bisschen rumgefahren und hat für mich nachgefragt. Und dadurch habe ich dann noch einen Zeltplatz bekommen. Am Tag 9 ging es dann ganz langsam weiter, sodass bis zur nächsten Stadt auf jeden Fall nicht noch mehr Speichen brechen und ich dort irgendwie ankommen konnte. Das war wahrscheinlich die dümmste Entscheidung meines Lebens, das ganze Projekt hier durchzuziehen, aber sieht schön hier aus. Das kann man sagen. Mal wieder am höchsten Punkt angelangt. Von einem der vielen höchsten Punkte. Jetzt geht's gleich wieder bergab. Ich hoffe, die Bremsen machen mit. Ich hoffe noch mehr, das Rad da hinten macht mit. Und wenn ich zu schnell bin und die Bremsen nicht mitmacht, dann wird es zu krass fürs Rad. Heißt, Finger kreuzen und durch. Und danach kommt nochmal ein heftiger Anstieg, bevor ich in der nächsten Stadt bin, Rad wieder checken kann, mich mal mehr mit Speichen auseinandersetzt, dass ich das selber repariere. Genau. Let's go! So, hier haben wir einen weiteren der 7 Seen. Ich glaube, der gehört auch dazu. Außer es gibt noch mehr als 7 hier. Und ein weiterer See, wer hätte es gedacht. Jetzt befinde ich mich hier gerade kurz bevor Bicha de Angostura, Bicha la Angostura, so heißt es. Und ja, da muss ich mich um das Rad kümmern. Es sind jetzt noch ungefähr 5-8 Kilometer so. Ja, hier kann man die Aussicht auf jeden Fall erstmal genießen. Und hier ist ein bisschen Zivilisation wieder. Da vorne ist so eine kleine Essensbude, habe ich mir gerade gegönnt. Und jo, jetzt nochmal in die Pedale treten. Und weiter werde ich es heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil ich dann halt erstmal das Rad reparieren muss. Jo, nochmal die Aussicht hier genießen. Auch wenn es einfach nur ein weiterer See ist. Wie alle anderen hier. Hier kurz vor der Town, kurz vom Ziel nochmal das Boot richten müssen, ist wieder ins Rad gerutscht. Boah, vom Fahrradständer. Definitiv. Let's go!